Na, seid ihr soweit? Und sind wir im Hintergrund auch soweit? Grünes Licht? Den Sabe Lama Rinpoche, Dagi Chiwa Pede, Densho Laka, Den Chempo Gone, Jason Te Koson Togine, Drum Zaldus. Sangye Chedan Songin Jonam La, Jan Chompa Dun Dani Kyab Sun Chin, Dagi Jin Sun Chi Besunam Ji, Tola Penche Sangye Jompa Sho. Sem Chantam Jen Deva Dang Deven Jodan Dempa Junjin, Tunai Dan Dunai Jin Jundan Deva Junjin, Tunai Mepen Deva Dampa Daminda Vajunjin, Nirin Chantan Nidan Jaivetanam Chambola Nepa Junjin. Wir tauchen jetzt in dieses schon angekündigte Thema von Ursache und Wirkung ein. Und wie schon angefragt wurde, in einer der Fragen im Chat, gibt es ja viele Ursache- und Wirkungsbeziehungen. Die Naturwissenschaft, ob es die Chemie ist, die Physik und angegliederte Wissenschaften, die untersuchen alle Ursache-Wirkungsbeziehungen. Ja, bei welcher Temperatur, beim Vorhandensein von welchen sonstigen Bedingungen wie Druck und so weiter, welche Atome miteinander ein Molekül binden, wie Moleküle miteinander Bindungen eingehen und so weiter. Ja, Ursachen, Bedingungen wirken zusammen. Die Biologie untersucht Ursache-Wirkungsbeziehungen. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen in der Physik sind uns vielleicht noch aus der Schule bekannt. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen dann im zwischenmenschlichen Bereich. Das beginnt mit Politik und Soziologie, was die größeren Zusammenhänge angeht. Auch die Geschichte versucht sich in der Ursache-Wirkungsanalyse, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass die Geschichte diesen oder jenen Verlauf genommen hat. Die Psychologie schließlich schaut, was sie so an Ursache-Wirkungszusammenhängen in diesem Leben beobachten kann. Es gibt auch systemische Ansätze, die generationenübergreifend forschen und da Ursache-Wirkungszusammenhänge aufdecken, beschreiben, versuchen zu verstehen. Und das, was wir im buddhistischen Sprachgebrauch Karma nennen, sind die Ursache-Wirkungsbeziehungen, die durch das Handeln eines einzelnen Geistesstroms in Bewegung gesetzt werden und auch erlebt werden von diesem Geistesstrom. Und der Beobachtungszeitraum ist weiter gespannt als nur ein Leben. Das ist der Unterschied zur Psychologie. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel die Rechtskunde nehmen, also juristische Gesichtspunkte, Fragen nach Verantwortung, Schuld und dergleichen, dann ist das auch ein Betrachten von Ursache-Wirkungsbeziehungen, die Handlungen einer einzelnen Person in einer bestimmten Situation und inwieweit jemand dafür Verantwortung übernehmen kann und verantwortlich ist oder teilverantwortlich ist, eine Mitverantwortung trägt.
Und da wird dann auch unterschieden, ob es sich um das Verhalten von Eltern gegenüber ihren Kindern handelt, von Lehrern gegenüber Schülern und Schülerinnen, die ihnen anvertraut sind und so weiter. Es gibt verschiedene Beziehungskomponenten, die da berücksichtigt wird. Und das alles findet sich auch schon in der Betrachtung von Ursache- und Wirkungsbeziehungen unter dem Gesichtspunkt des Karma, wird aber noch ausgeweitet auf mögliche Einwirkungen auf diesen Geistesstrom aus früheren Zeiten, die sogar noch vor der Empfängnis liegen. Ja? Sehr spannend, schwierig zu dokumentieren. Ja? Und Auswirkungen, die über den Tod dieses Körpers, also über das Verlassen dieses Körpers hinaus weiterwirken in diesem Strom des Erlebens. Das ist das Besondere. Also wenn wir die Karma-Lehre nicht reduzieren wollen auf das, was die heutige Psychologie leistet, dann müssen wir vorher und nachher mit berücksichtigen. Das ist das Besondere. Damals zu der Zeit und bis vor 200 Jahren, sagen wir mal, gab es kaum Psychologie, und damals war die Karma-Lehre so die feinste Art der Handlungspsychologie. Ja? Wie gestaltet der Mensch sein Leben? Wie können wir das Leben in die Hand nehmen? Warum sind Menschen verschieden? Das war übrigens eine der wichtigen Fragen, auf die der Buddha dann diese Unterweisung gegeben hat. Und wie kann ich ein Leben, was so und so geprägt angefangen hat, wie kann ich das gestalten, so dass sich schlussendlich ein Weg des Erwachens abzeigt oder zumindest eine zunehmend glückliche Erfahrung? Wie kann ich so wirken mit Körper, mit der Rede, also in der Kommunikation und mit meinem Denken, dass die von mir ersehnten Auswirkungen tatsächlich auch eintreten. Was muss ich dabei alles berücksichtigen? Das sind diese großen Fragen im Hintergrund. Es ist also nicht irgendwie etwas total Fremdes, sondern ein Teil davon wird abgedeckt also inzwischen wird es abgedeckt durch unsere moderne Wissenschaft. Die Psychologie insbesondere, aber auch verwandte Geisteswissenschaften. Und ich habe es häufiger miterleben müssen, so dass westliche Lehrer und Lehrerinnen sich wie vor dem Thema scheuen. Ja, sie scheuen sich, dieses Thema anzusprechen, weil es unglaublich subtil ist. Und manche haben sogar die Behauptung aufgestellt, es wäre gar nicht wichtig für Buddhas Lehre. Aber das kann ich überhaupt nicht unterschreiben, denn es gibt so ganz zentrale Aussagen vom Buddha. Wir sind nicht nur Erben unseres Karmas, sondern Karma ist auch unsere Zuflucht. Ja, also ich habe das jetzt abgekürzt, das Zitat geht noch ein bisschen. Karma ist unsere Gebärmutter und so weiter heißt es dort. Ich habe das alles schön zusammengetragen. Als junger Lehrer damals habe ich dieses Karma-Lesebuch zusammengestellt. 110 Seiten mit all dem, was ich damals 1999 so finden konnte zu dem Thema, habe mich da eingearbeitet. Abhidharma Kosha, Abhidharma Samuccaya, alles Texte, die damals noch gar nicht hier so groß studiert wurden, habe geschaut, was verschiedene Lehrer im Ozean des wahren Sinnes, der Karmapa dazu sagt, was Gampopa dazu sagt, was Genro Rinpoche dazu gesagt hat, haben das alles zusammengetragen und das steht euch zur Verfügung. Das ist in der Mediathek schon lange, steht euch das zur Verfügung. Ich habe damals schon das Bedürfnis gehabt, das erfahrbar zu machen. Also durch Übungen. Ja, da sind viele Übungen drin.
Karma erfahrbar gemacht ist, so dass es nachvollziehbar wird. Jetzt hat hier diese Serie des Dharma-Grundkurses, da möchte ich ja eigentlich vermeiden, all das, was ich schon unterrichtet habe, nochmal zu wiederholen, sondern nehme immer nur eigentlich auf die Essenz Bezug und gehe so mit euch die essentiellen Punkte durch. Deswegen kann ich euch nicht ersparen, wenn euch das Thema interessiert, da mal reinzugucken. Da findet ihr richtig viel spannendes Material. Aber es braucht schon ein bisschen, wie soll man sagen, ja, man muss es wissen wollen. Und nicht einfach abtun, sondern wirklich sich durchfühlen. Ich habe euch das schon richtig gut vorgekaut. Aber natürlich stehen da viele Zitate drin. Und Zitate sind halt aus den alten Quellen. Nicht? Aus den alten Sanskrit-Quellen ins Tibetische übersetzt und dann ins Deutsche. Und ich gebe euch also jetzt so die Essenz von dem, was ich in diesen Jahren so meine verstanden zu haben und was ich für sinnvoll halte. Also, Karma kann man mit Handeln übersetzen. Wir haben im Deutschen allerdings das schöne Wort wirken. Das lässt sich nicht so leicht in die anderen Sprachen übersetzen. Das bedeutet eine Wirkung erzielen. Ja? Wirken bedeutet, dass wir etwas hervorbringen, was vorher noch nicht war. Okay? Also wir sind in einem kreativen Prozess, in einem gestaltenden Prozess. Das, was wir Gestalten nennen, oder dann auch die Gestaltungskräfte, ihr erinnert euch, Sanskaras, das 4. Skandha, das, wo wir mit dem Geist gestalten, durch die Emotionen, die heilsamen Geistesfaktoren, die nicht heilsamen, die allgegenwärtigen und so weiter. Dieses Kara hinten dran ist dieselbe Sanskrit-Wurzel wie für Karman, ja, für wirken. Das ist das, was alles bewirkt, Sanskara. Das sind die geistigen Gestaltungskräfte. Und wenn wir diese Beschreibung dessen, wie sich unsere persönliche Welt gestaltet, wenn wir die verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, dass es die geistigen Kräfte sind, die gestalten. Die Rede folgt den geistigen Bewegungen. Was wir sagen, ist zwar dann auch für andere hörbar, während die Gedanken das nicht sind. Deswegen hat das gesprochene Wort eine stärkere Auswirkung auf unsere Umwelt, aber das Gesprochene ist schon längst gedacht, wenn es herauskommt aus dem Mund. Voran gehen Geistesbewegungen, egal wie bewusst oder unbewusst die sind. Und es gibt dasselbe zu sagen im Hinblick auf die körperlichen Handlungen. Viele denken so schnell, wenn sie Karma hören, das würde sich halt aufs Handeln beziehen und dann denken wir bei Handlungen, weil das irgendwie mit der Hand zu tun hat, an das physische Handeln. Aber das ist auch nur die Verlängerung dessen, was an Impulsen, an Ideen, an Geistesbewegungen in unserem Bewusstsein vor sich geht. Ich möchte etwas trinken, ohne dass ich den Satz innerlich formuliere und meine Hand streckt sich schon aus. Ja? Das ist die Folge einer inneren Bewegung. Ich spüre, gehe schon aufs Klo. Ja? Also es geht, ja, und schon rechts, links, ob ich rechts gehe, ob ich links gehe, in welche Richtung, wo immer auch, was mein Körper tut, immer gehen Geistesbewegungen voran. Da gab es eine berühmte Begegnung mit einem anderen spirituellen Lehrer zur Zeit des Buddhas, wo es genau um diese Diskussion ging, weil dieser Lehrer behauptete, vertrat den Standpunkt, dass von allem Handeln das physische Handeln, das körperliche Handeln das Wichtigste sei. Und der Buddha widersprach und sagte, nein, 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 Körper wie Rede sind nur Diener des Geistes. Sie sind die Ausführenden dessen, was an geistigen Impulsen
vor sich geht und dann ein Teil davon wird ins Sprechen und ins körperliche Handeln umgesetzt. Wer also Karma-Lehre verstehen möchte, was da eigentlich gemeint ist, muss alles, was da gesagt wird, auf die geistige Dimension, das, was geistig vorausgeht, zurückführen. Werden mir zum Beispiel Fragen gestellt wie, was sind die karmischen Auswirkungen von einem Freitod oder Selbstmord? Ja? Kann man nicht beantworten, gibt es keine Antwort. Hängt mit dem Geisteszustand zusammen. Es gibt Schüler vom Buddha, die zu seinen Lebzeiten sich das Leben genommen haben und dabei Arhats geworden sind, also vollkommen befreit. Weil sie in einem Geisteszustand der Hingabe gedacht haben, sie sterben lieber bevor der Buddha geht, damit er sich noch um sie kümmern kann. Wie eine Handlung wirkt, hängt entscheidend von dem Geisteszustand ab. So kann man nicht sagen, dass die Euthanasie eines schwerkranken Hundes oder einer Katze zum Beispiel, wenn wir die Spritze setzen lassen, dass diese Handlung eine definierte Wirkung hätte, karmische Auswirkung, kann man nicht sagen. Hängt von der Geisteshaltung ab. Wenn wir einfach nur das Tier loswerden wollen, ist das eine andere Handlung, als wenn wir ihm aus Liebe das Leid verkürzen wollen. Und es begleitet. Man kann Handlungen nicht auf das Körperliche und das Beobachtbare reduzieren, denn das, was wir beobachten oder hören können, ist nicht unbedingt die Motivation, die dahinter ist. So hat der Buddha schon zu Lebzeiten einen seiner Mönche schwer zurechtgewiesen, als dieser auf einem Almosengang im Dharma-Gespräch mit Laienpraktizierenden behauptet hat, jeder, der einen anderen Menschen tötet, lande in der Hölle. So, ganz platte Aussage. Hat der Buddha an dem Abend die gesamte Sangha zusammengetrommelt, alle, die in seiner Nähe waren, hat gesagt, dass er mir nie nochmal so etwas sagt, so etwas Undifferenziertes. Stimmt einfach nicht. Es sind so viele zusätzliche Wirkungen, begleitende Bedingungen, Geisteszustände und so, was dann zusammen manchmal diese Auswirkung erzeugt, aber manchmal auch eine ganz, ganz andere Auswirkung erzeugen kann. Schon zu Lebzeiten hat der Buddha solche irrtümlichen Aussagen strengstens zurechtgewiesen und auf die subtilen Aspekte des Handelns hingewiesen. Okay? Thema Abtreibung zum Beispiel. Ja? Ist ja jetzt kein kleines Thema. Okay? Diese ganze Diskussion des Auswirkens, diese Auswirkungen unseres Denkens und dann des Redens und Handelns, das hat ja ganz viele konkrete, ja, wie soll man sagen, ganz viele konkrete neue Einschätzung von Situationen zur Folge, wenn wir mal beginnen, das zu verstehen. Ja, Motivation spielt dabei die größte Rolle. Eigentlich ist die ganze Karma-Lehre eine extrem feine Motivationspsychologie. Okay, das ist ein Zweig der Psychologie auch heute, die sich um die Motivationen kümmert und deren Auswirkungen im Leben. Die ganze buddhistische Lehre dreht sich eigentlich um diese beiden Aspekte, die unser Sein gestalten. Motivation, also das beinhaltet Absicht, das beinhaltet aber auch Qualitäten, die uns wirken, wie Liebe, Mitgefühl, die unsere Motivation bestimmen. Oder Ärger, Hass, Abneigung und dergleichen, Eifersucht, also Kleshas als Motivation fürs Handeln. Und der andere große Bereich, um den sich der Dharma kümmert, ist die Auswirkungen unserer Sicht der Dinge auf unser Denken, auf unser Sprechen
und auf unser physisches Handeln. Wie wir die Dinge sehen. Das nennt man die Sicht. Und ein tiefes Verständnis, tiefe Einsicht verfeinert diese groben, irrigen Annahmen, mit denen Mensch oft unterwegs ist. Ja? Die Annahme, als Ich zu existieren und dieses Ich zu verteidigen zu haben, hat enorme Auswirkungen auf unser Denken und die Art, wie wir uns in Beziehung setzen. Die Annahme, ich wäre besonders und der Mittelpunkt der Welt, hat enorme Auswirkungen auf unser Handeln. Ja, also Sichtweisen, zur Sicht gehören auch Identifikationen, gehört die dualistische Sichtweise, es gehört dazu, sich mit einer ethnischen Gruppe zu identifizieren, sich mit einem Volk zu identifizieren und so weiter. Das hat immense Auswirkungen. Das sind alles Weisen, wie wir die Wirklichkeit sehen und eben auch, was wir nicht sehen. Ja? Unser Nichtsehen bestimmt ebenfalls unser Handeln. Unser Handeln mit dem Denken an erster Stelle, unser Denken und alles, was daraus folgt, ist extrem von unseren blinden Flecken geprägt. Alles, wo wir blind sind, das kommt uns gar nicht in den Geist. Das hat enorme Auswirkungen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und diese Reduktion unserer geistigen Prozesse auf das, was wir uns vorstellen können, hat zur Folge, dass viele, viele Menschen auf diesem Erdball fast nur aus der Ich-Perspektive handeln und die Wir-Perspektive, gar eine planetare Wir-Perspektive, kaum vorstellbar ist, ganz schwer einzunehmen ist. Ganz zu schweigen von einer Perspektive, wo es gar nicht um das eigene Überleben gehen würde. Ganz zu schweigen davon. Frei zu werden von karmischen, also karmisches Handeln wird dann so beschrieben, das ist ein Wirken, was zum Kreislauf des Samsaras beiträgt. Und erwachtes Handeln ist eine andere Form von Handeln, trägt nicht mehr zu weiterer Verstrickung bei, führt heraus aus zwangsweisem Kreiseln in diesen immerwährenden Mustern. Die Karma-Lehre, also alles, was wir da zum Denken, zu den Emotionen hören, wie die unser Leben gestalten, was für Auswirkungen die haben, das alles sind zum einen feine Beschreibungen, wie wir die altgewohnten Kreisläufe aufrechterhalten und auch noch verstärken. Und dann, der andere Aspekt dieser Unterweisung ist, wie wir den Ausstieg daraus finden. Es ist also nicht einfach eine Motivationspsychologie, die beschreibend ist, sondern es ist eine Psychologie des Erwachens, wie wir das Leben in die Hand nehmen können, speziell natürlich das Denken, also unsere Motivation und unsere Sicht der Dinge, um aus den leiderzeugenden Mustern auszusteigen. Das ist der ganze Sinn dahinter. Und wenn man diesen Sinn nicht versteht, dass es eigentlich eine Psychologie des Erwachens oder der Befreiung ist, ja, es ist eine Psychologie der Befreiung, frei zu werden von dem, was immer wieder Leid erzeugt. Ja. Wenn man das unterschätzt, dann schlägt man die Bücher zu, wenn vielleicht die ersten traditionellen Unterweisungen sind, die 10 schädlichen Handlungen zu unterlassen und die 10 heilsamen Handlungen auszuführen. Da denkt er, also Katechismus habe ich keinen Bock drauf, schlag das Buch wieder zu und merkt gar nicht, dass hier der Versuch gemacht wird, beim Einfachsten anzufangen. Diese 10 zu berücksichtigen, ist das Allereinfachste. Wir sind damit für 99,9% der Fälle auf
auf dem richtigen Weg. Es gibt gewisse Ausnahmen, wo eine Lüge besser ist, als die Wahrheit zu sagen. Wo Töten besser ist, als Leben zu erhalten. Es gibt vielleicht da gewisse Ausnahmen hier und da. Aber fangen wir nicht gleich an, die Ausnahmen zu diskutieren, sondern nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, hey, wenn ich respektlos handle und das Vertrauen anderer missbrauche, bin ich grundlegend eigentlich mal schief gewickelt. Ja? Dann entsteht um mich herum immer weniger Vertrauen. Die Respektlosigkeit nimmt zu. Wenn ich anderen wegnehme, was sie zum Leben brauchen, was ihnen gehört und. Das sind ja diese grundlegenden Verhaltensregeln, die geben einfach mal den Menschen, die nicht so tief reflektieren wollen oder noch nicht so tief reflektiert haben, die geben einen Rahmen, damit sie einigermaßen unbeschadet durch dieses Leben kommen, ohne allzu viel Unheil um sich herum anzurichten. Ja? Es gibt die 3 heilsamen Handlungen des Körpers, die 4 heilsamen Handlungen der Rede und die 3 heilsamen Arten und Weisen, den Geist zu benutzen. Das könnt ihr alles nachlesen, das kennt ihr vielleicht auch. Ich gebe jetzt nicht den Unterricht, um euch das alles wieder, das hat es alles schon, das konntet ihr auch vorbereiten, sondern es geht mir jetzt darum, euch die Vorgehensweise zu erklären, um dann selber im Rest des Lebens noch mehr Nutzen aus diesen Hinweisen zu ziehen. Wenn wir darüber hinaus wachsen, über diese ethischen Richtlinien. Und wisst ihr, wie die entstanden sind? Diese ethischen Richtlinien, die sind nicht als eine 10-Gebote-Tafel vom Himmel gefallen. Sind sie nicht. Die sind aus dem Beobachten der Arhats entstanden. Der erwachten Schülerinnen und Schüler des Buddhas. Wie verhalten sich freie Menschen und was tun sie nicht? Was machen sie und was tun sie nicht? Die sagen alle die Wahrheit. Die helfen alle dabei, Menschen füreinander das Verständnis zu wecken. Ihre Rede wirkt verbindend, sie ist aufrichtig, sie ist sinnvoll, sie sprechen über Sinnvolles, sie füllen nicht die Zeit und den Raum mit Klatsch und Tratsch und unnützem Gerede. Und sie benutzen keine harsche Rede. Sie beleidigen einen nicht. Sie tun einem nicht extra weh. Ja, das sind so zum Beispiel die 4 heilsamen Handlungen der Rede. Die sind nicht von irgendjemandem erfunden worden. Das ist ein Versuch zu beschreiben, wie Menschen, die frei sind, sich von sich aus verhalten. Und das gilt genauso für die 3 des Körpers und für die 3 des Geistes. Aber das ist uns das klar, das ist eine Psychologie des Erwachens, das heißt, selbst die grundlegenden ethischen Regeln, die Leitlinien, sind schon abgeleitet aus dem Erwachen. So verhalten sich Erwachte. Freie Menschen. Freie Menschen, die nicht in Ich-Bezogenheit unterwegs sind, die verhalten sich so, die haben keinen Grund, irgendwie aus einem persönlichen Interesse jemandem was wegzunehmen oder jemanden umzubringen oder zu lügen oder in denen tauchen keine Gedanken des Habenwollens auf, dessen, was jemand anders hat oder ja, das aggressive Gedanken, jemandem schaden zu wollen, weil er irgendwie quer daherkommt. Das taucht einfach nicht auf. Und sie halten auch nicht an Überzeugungen fest, weil sie sich schon längst vom Festhalten an Meinungen entfernt haben. Das Festhalten an Meinungen ist ja eine Hochburg der Ich-Bezogenheit. So. Und dafür sind sie viel zu flexibel geworden. Das geht gar nicht. Mit Erwachten, die sind einfach viel zu flexibel. Geht gar nicht. Die sagen, ja okay, kannst du so die Meinung haben, aber lass uns mal über die Erfahrung reden. Wie ist es denn in der Erfahrung? Nicht um Meinung, sondern wie ist es in der Erfahrung? Das ist ganz typisch. Alle diese Erwachten,
Praktizierenden, die führen uns immer zurück zum Erfahren, zum Erleben und wie ist es, was kannst du beobachten, so, jenseits aller Meinungen. Und das wäre ganz gut, wenn wir das mit nach Hause nehmen würden, dass das, was dem vorgeschädigten Westler so als Katechismus daherkommt, ja, so irgendwie quer im Hals liegt und wie eine Gräte irgendwie nicht runter will, ja, also so wie so viele den Gampopa missverstehen, bloß weil er die Dinge mal endlich aufgeschrieben hat, ja, der hat uns einen Gefallen getan. Der hat uns die Dinge einfach mal so ganz locker, ganz leicht, ganz kurz mal aufgeschrieben, während im Hintergrund Hunderte von Seiten von Instruktionen dazu sind, hat er einfach mal das Einfachste zusammengefasst. Es ist genial, die kleinen Unterkapitel, ne? Kleine Handlungen mit großen Wirkungen und so weiter. Ja? Wie man karmische Handlungen Karma bereinigen kann. All das ist großartig, was da ist, aber es ist so kondensiert und vielleicht hat es euch ja auch nie jemand erklärt, was damit so gemeint ist. Aber jedenfalls ist das ein ziemliches Meisterwerk. Und gerade das Kapitel über Karma, da gibt es kaum mal irgendwie westliche Leser, die die Genialität darin entdecken. Die sind alle nur abgeturnt, weil sie nur wieder das Gefühl haben, ihnen wird gesagt, was sie zu tun haben und was sie lassen sollen. Und das können wir gar nicht ab, dass uns jemand anders das sagt. Ja? Revolution, geht nicht. Dabei ist das nur ein Geschenk, wie wir grobe Fehler vermeiden könnten. Und wenn wir dem folgen, könnten wir grobe Fehler vermeiden. Die Feinarbeit müssen wir sowieso machen. Also das so mal vorangeschickt. Und natürlich müssen wir die meisten Beispiele für Ursache und Wirkungszusammenhänge müssen wir aus unserem jetzt beobachtbaren Leben nehmen, weil da können wir die Zusammenhänge überblicken. Es ist ja Spekulation für uns, da wir frühere Leben nicht sehen und spätere Leben nicht voraussehen. Da ist das alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich auf Vertrauen gebaut, dass es tatsächlich Menschen gibt, die da einen etwas weiteren Blick haben. Und die gibt es. Ich bin ihnen begegnet und konnte das auch testen, dass ihre Aussagen auch über die Zukunft, was eintreten würde, unglaublich verlässlich sind. Ja, aber auch zurückliegende Erklärungen zu zurückliegenden, also wo bestimmte Knoten herkommen und so, können manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Okay, also wir werden uns im Untersuchen dieser spezifischen Zusammenhänge, werden wir uns vorwiegend auf das beschränken müssen, was wir persönlich erfahren und beobachten können. Und dann hören wir das andere, dass es weitergehende Auswirkungen haben könnte. Das hören wir mit einem offenen Geist, nehmen es mal zur Kenntnis und sagen, okay, ja, kann ja sein. Und es kann ja auch sein, dass der Unterschied zwischen mir und meinen Brüdern oder Schwestern und so, dass der noch mehr Ursachen hat, als einfach nur, dass wir ein paar Jahre auseinander in derselben Familie geboren wurden. Ja, also ich war auch sehr eng mit eineigen Zwillingen befreundet und auch die haben unterschiedliche Kräfte in sich wirken. Die sind nicht identisch. Ja? Äußerlich für manche nicht auseinanderzuhalten. Aber innerlich doch ein unterschiedliches Funktionieren. Ganz spannend. Nehmen wir das mal so als voranschickende Bemerkung und dann, wenn es auf Tibetisch Gyu Dre heißt, also Ursache und Frucht, Ursache und Wirkung, dann schwingt aber im Verständnis mit, dass es zwar philosophisch so etwas gibt wie eine Hauptursache, eine primäre Ursache, die wird auf Tibetisch Gyu genannt, und dann begleitende Bedingungen, die werden Kyen genannt. In der Karma-Betrachtung
ist das so wie mit der Henne und mit dem Ei. Wir können gar nicht sagen, wo der Anfang ist. Wir behaupten, diese Handlung, jetzt zum Beispiel, ein Mann von einem Mann gehört, ein Freund von mir hat ihn betreut im Gefängnis, der im Alkoholrausch das Beil genommen hat und seinen Vater erschlagen hat. Beide waren alkoholisiert und dieser junge Mann mit 18 Jahren im Gefängnis gelandet, hat dann im Gefängnis Zuflucht nehmen wollen und Lamazzoni ist derjenige, der ist dann zu ihm hin, hat Zuflucht gegeben im Gefängnis und hat ihn noch eine Weile weiter betreut. Ja, und und dann sagt man, war denn das die Handlung, das Beil in die Hand zu nehmen, war das die Ursache? Oder war das schon eine Wirkung? Wo fängt denn das an? In der flachen Betrachtung von Ursache-Wirkung würde man sagen, da hat Töten stattgefunden. Daran war jemand tot. Die Handlung war vollständig. Da gibt es 4 Faktoren, die man abcheckt, ob eine Handlung vollständig war. Aber bei ihm hat der letzte Faktor gefehlt. Und für eine volle karmische Wirkung, die Genugtuung hat gefehlt. In dem Moment, wo es passiert war, hat er es schon bereut. Er war entsetzt über seine Tat. Er wurde trotzdem verurteilt, ja, hat dann die Zeit im Gefängnis genutzt, um seinen Weg zu gehen. Das interessiert jetzt nicht. Aber das ist zum Beispiel auch so eine subtile Betrachtung. Ja. Das schon wieder war Folge. Inwiefern war er zum Beispiel Opfer? Ja? Also inwiefern war er im Zentrum von einer Menge systemischer Bedingungen und Wirkungen, die dann darin kulminiert sind, dass sein Vater und er zusammen getrunken haben und sich so verkracht haben, dass das dann zu so einem explosiven Ausbruch geführt hat. Ja? Also jede Karma, jede gute Darstellung von Karma, die berücksichtigt das. Die berücksichtigt all die Faktoren, die auch unsere Justiz berücksichtigt. Zum Beispiel gibt es ja in der Justiz, für Minderjährige entweder gar keine Strafe oder eine erhebliche Strafminderung, weil sie noch nicht im selben Maße Meister ihres Geistes sind, noch nicht so verantwortlich gemacht werden können. Genauso wird das schon vor 2000 Jahren und mehr beschrieben, dass Kinder für dieselbe äußere Handlung gar nicht dieselbe karmische Frucht ernten wie derselbe Mensch im Erwachsenenalter und. Je höher die Bewusstheit, desto stärker die Auswirkungen der Handlungen. So gibt es ganz differenzierte, ich will euch eigentlich aufmerksam machen auf die differenzierende, sehr stark differenzierende Art der Betrachtung. Und so differenziert zu werden, dass wir die vielen Faktoren mit im Blick haben, die da zusammenwirken, das führt viele Menschen an die Grenzen dessen, was sie an Differenziertheit aushalten können. Menschen möchten gerne klare Verhältnisse. Der hat das getan und der muss dafür damit bestraft werden. Und je weniger man darüber nachdenken muss, desto leichter ist es. Wenn man anfängt, genauer hinzuschauen, wird es ja nur kompliziert. Aber genau das tut die buddhistische Betrachtung, also die Betrachtung aus der tiefen Seinsschau heraus, in einem ruhigen Geist, der nicht aufgewühlt ist. Diese Betrachtung sieht so viele Nuancen dessen, was sich da abspielt. Wie viele Faktoren da hineinwirken, wie viele Wirkkräfte. Und so würden
Wieder ein ganz offener Geist würde sehen, welch stark prägende Kräfte bei allen Beteiligten der Situation hineinwirken. Also es ist ein systemisches Denken. Das Individuum wird nicht isoliert aus dem Geschehen heraus, sondern die subtile Betrachtung der Auswirkungen von Handlungen und auch wie wir dann gestalten können, ist immer eine systemische Betrachtung. Was sowieso die meisten Menschen schon überfordert. Wir schaffen es vielleicht noch so ein kleines System wie eine Kleinfamilie zu betrachten. Aber schon wenn es eine Großfamilie wird oder eine Dorfgemeinschaft und was da alles zum Wirken kommt oder je größer die Zusammenhänge werden, desto mehr Raum braucht der Geist des Betrachtenden, ja, um all das erspüren zu können. Wie kommt es zu solchen Prägungen? Wie kommt es aus den Prägungen bei bestimmten Neigungen zum Heranbilden von bestimmten Mustern, die in einer bestimmten Situation dann getriggert werden und zu einem bestimmten Handeln führen? Ja, also wow! Und dann gibt es immer noch die Buddha-Natur mit drin, also all die Qualitäten, die wirken, die dazu führen können, wenn sie geschickt wachgerufen werden, dass bestimmte Muster gar nicht anspringen, dass bereits ausgeführte Handlungen bereut werden können, dass die schlimmsten Dinge passieren können, ohne dass sie dieselben Auswirkungen haben wie bei anderen, weil eine ganz andere Geisteshaltung darauf folgt. Das alles ist so subtil, dass das manchmal zu Aussagen geführt hat, wie nur ein Buddha kann Karma verstehen. Habt ihr vielleicht schon gehört? Naja, und wenn ich das dann lese und ernst nehme, denke ich, okay, na dann schlage ich das Buch halt doch wieder zu und kümmere mich nicht darum. Und ich kann nichts dagegen tun, dass mit jedem bisschen mehr Seinsverständnis und Verständnis, wie diese Welt funktioniert, auch das Verstehen des Karmas zunimmt. Also genau dieser Gesetzmäßigkeiten, die da so beschrieben werden. Es nimmt einfach ständig zu. Wenn wir beginnen zu verstehen, ja, es geht ums Verstehen, dann verstehen wir, wie jemand so denken kann, wie jemand so fühlen kann, wie jemand so geworden ist, ja, wie er sich uns jetzt darstellt, wie jemand so handeln konnte und jetzt so unterwegs ist oder anders unterwegs ist, ja. Wir beginnen dieses Wechselspiel zwischen Prägungen und naturell und kultivierten Mustern zu sehen und Buddha-Natur, das an alles verschiedene Aspekte unseres Seins. Wir beginnen es einfach zu sehen. Und das Beste, um Karma zu verstehen, ist ein offenes Herz, nicht ein geschulter Intellekt. Ein offenes Herz, so wie wir das heute Morgen auch beschrieben haben, ein offenes Herz, was sich darauf einlässt, alles zu fühlen, was der andere fühlt. Das Tor steht offen, um die Wirkkräfte im anderen zu verstehen. Ich muss es fühlen können, bis ich fühlen kann, wie es möglich ist, so zu denken und so zu handeln. Dann entsteht ein Verstehen. Und ich dann noch Interesse habe dafür, wie ist dieser Mensch so geworden, diese Person, was hat sie denn erlebt in ihrer Kindheit? Was sind da für Prägungen gewesen? Wie waren die Eltern? Wie war die Gesellschaft zu der Zeit? Ja? Wenn ich so an meinen Vater denke, voll in der Hitlerjugend aufgegangen, so Segelflieger an der Ostseeküste und so weiter und das Heldentum so mit den Parolen reingekriegt und dann in den Krieg geschickt und so. Und ja, aber das geht nur, wenn das mitfühlende Herz bereit ist, das zu spüren.
Ja, zu fühlen und zu hören und mitzuschwingen und dann zu wissen, Einzelkind, keine korrigierenden Faktoren und so weiter. Ja? Vater sowieso schon im Krieg als Offizier und nur noch die Mutter zu Hause. Und ja, all diese, ihr könnt ja eure eigenen Biografien da, es geht nicht um die Biografie meines Vaters. Ne? Es sind nur so Beispiele von einem Menschen, wo es mir ein Großteil des Lebens schwer fiel, mich einzuführen, weil zu viel Stress im Raum war. Mein Herz konnte nicht so gut aufgehen. Später konnte es aufgehen und dann konnte ich ihn plötzlich verstehen. Ja? Viel später. Hätte mir früher gut getan. Aber da hilft der Intellekt nicht. Da muss das Herz aufgehen. Und vielleicht erstaunt euch das jetzt, um Karma zu verstehen, braucht es nicht eine Menge Lektüre von immer noch mehr Kommentaren, sondern es braucht ein offenes Herz mit dem intuitiven Erfassen dieser Zusammenhänge. So wie ich bei mir intuitiv erahne, bei mir selbst erahne, wie ich vielleicht zu dem geworden bin, der ich heute bin. Ja? Wie heute dieses System, was wir Ich nennen, welche Einflüsse dieses System, diesen Organismus, dieses Denken und Fühlen so beeinflusst haben, geformt haben, geprägt, welche Werte, welche Kontakte, welche Vorbilder, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen, welche Krankheiten, so. Wir erahnen es bei uns, wir wissen es ja auch bei uns nicht. Ja? Obwohl wir uns eigentlich, sagen wir mal sagen, in uns selbst ja am besten auskennen sollten. So, okay? Wäre ja schon ganz gut. Und wir arbeiten ja ein Leben lang dran. Ne? Also viele von uns haben einige Jahre Psychotherapie gemacht und viele Gespräche mit Freunden und Freundinnen geführt und mit Partnern und Partnerinnen und Selbstexploration in der Meditation und was wir alles unseren Tagebüchern anvertraut haben. Und ja, also es geht ja schon ein ganzes Leben. Und jetzt erahnt ihr, wie schwierig das ist, Karma umfassend zu verstehen. Wir müssten ja eigentlich schon mal uns selbst verstehen, oder? So, uns selbst zu verstehen ist schon so komplex, da sind so viele Wirkkräfte zusammen mit unserer grundlegend guten Natur, mit all den Buddha-Qualitäten, die mal mehr zum Vorschein kommen, dann wieder weniger und so. Das ist schon so fein und wir können uns oft nicht selbst beschreiben, weil jedes Wort, alle Worte auch zusammen, die wir suchen würden, um uns selbst zu beschreiben, die treffen es nicht so ganz. Das, was wir fühlen, ist feiner, als was die Worte ausdrücken können. Und diese Nuanciertheit des Erfühlens und Erahnens, die gilt es auszudehnen in die Begegnung mit anderen Menschen hinein und sie zu erahnen und zu erfühlen und zu verstehen, soweit das überhaupt möglich ist, in dem Wissen, dass man es nicht einfach so in Worte prägen kann. Okay? Man kann es nicht so einfach festschreiben. Wenn ihr jetzt die Karma-Lehre so verstehen würdet, dass ihr in diesen Büchern so nachguckt, okay, es war eine Handlung, die aus Begierde ausgeführt wurde. Diese Handlung wurde nicht bereut, im Moment danach war völlige Genugtuung. Okay, dann kommt das in die Schublade der Begierdehandlung mit voller Genugtuung. Aber ich habe vielleicht vergessen, dass dann später doch noch bereut wurde. Naja, dann kommt es eine Schublade tiefer. Begierdehandlungen mit voller Genugtuung, aber bereut. Und dann, ich bin nur dabei, irgendwie Handlungen zuzusortieren aufgrund von bestimmten Listen, dann habe ich noch gehört, die Intensität, die spielt auch noch eine Rolle. Also mittelgroße Begierde mit, versteht ihr? Und dann,
Aber da war ich ja noch ganz klein. Also gut, mildernde Faktoren, andere Schublade. Versteht ihr? Und so sind wir, wenn wir Karma-Lehren so verstehen, dass das ein Sortiersystem für Schubladen ist, da sind wir völlig daneben. Wir haben nichts kapiert von dem Anliegen, dass eigentlich all diese Unterweisungen uns den Blick öffnen sollen für dieses multifaktorielle Geschehen, in dem es keinen Anfangspunkt, keinen Mittelpunkt und keinen Endpunkt gibt. Das Karma-Verständnis wird uns von erwachten Praktizierenden nahegebracht, die verstanden haben, dass es keinen Wesenskern gibt, die leere Natur der Person verstanden haben. Das heißt, diese Wirkkräfte, die lassen sich nur verstehen, wenn wir völlig aus Schubladen aussteigen und nicht mal mehr daran denken, dass es da eine Person gibt, ja? Ein Wesenskern, an dem sich das alles abarbeitet. Auch das muss gestrichen werden. Es sind Felder, in denen Wirkungen stattfinden, und dieses Feld könnte man jetzt Tillmann nennen, ja, so, oder Andi oder Ilona oder ja, so, können wir so nennen, aber es sind Felder, und diese Felder, in denen das Geschehen sich vollzieht, sind durch und durch dynamisch. Das heißt aber nicht, dass das, was da passiert, x-beliebig ist. Es folgt trotzdem gewissen Gesetzen. Es ist nicht einfach so, dass eine Kraft, die in die Richtung geht, ohne das Einwirken anderer Kräfte seine Richtung ändern würde. Geht nicht. Es ist, ja, da braucht es dann andere Kräfte, damit zum Beispiel aus einem blöden Fehler, den ich begangen habe, noch Gold wird. Ja? So, ja? Da braucht es eine Menge weitere Prozesse, bis das, was ich da dann bereue und denke, oh, wie konnte ich nur und so weiter, bis das so weit reift, dass ich viel stärker als vorher mich zum Beispiel aufs Heilsame ausrichte oder sogar erkenne, dass es gar niemanden je gab, der etwas zu bereuen hat, obwohl ich die Handlung bereue. Aber es kann unglaubliche Entwicklungen nehmen, was eine an sich negative Handlung an Positivem auslöst, sodass sie zum Schluss quasi ihre Richtung geändert hat. Einiges lässt sich nicht mehr ändern, aber die Auswirkungen im eigenen Geist sind überhaupt keine negativen mehr. Es hat dann nur noch im eigenen Geist positive Folgen. Weil völliges Gewahrsein entstanden ist in Bezug auf diese Handlung, die, wenn kein Gewahrsein, keine Einsicht entstanden wäre, dazu geführt hätte, dass ich wieder so gehandelt hätte und nochmal so gedacht und wieder so gehandelt, und das wäre einfach immer stärker geworden. Aber mit Gewahrsein und mit dem Bedürfnis, die Richtung zu ändern und mit dem Kontakt zu Ressourcen, Bedauern, Auflösen und so weiter, da kann eine solche Richtungsänderung stattfinden in unserem Strom, dass wir sagen können, auf eine Art, ein Glück habe ich damals den Fehler gemacht, sonst hätte ich all das nicht kapiert. Ja, so. Und das alles ist also subtile Motivationspsychologie und die Psychologie der Sicht, wie wir die Dinge sehen. Und tatsächlich ist es schwer, nein, es ist unmöglich, Karma zu verstehen, wenn wir an die Existenz, an die konkrete Existenz von Individuen glauben. Dann ist es reduziert auf eine total dualistische Psychologie, ja, wo ein vermeintlich existierender Mensch durch das Leben geht und nicht in seiner grunddynamischen Natur gesehen wird. Da beschreiben wir vielleicht einen Großteil der Menschheit, leider durchaus richtig, aber es sind solche Wandlungsmöglichkeiten in jedem Menschen, in jedem Lebewesen, dass wir nie vorhersagen können,
diese Handlung wird auf jeden Fall diese Frucht haben. Das gibt es einfach nicht. Das ist deterministisches Denken und das hat keinen Platz. Das hat keinen Platz in der Karma-Lehre. Da könnte es sein, dass ihr alte hinduistische Ansätze der Karma-Lehre vermischt mit buddhistischen Ansätzen, aber die buddhistische Karma-Lehre ist überhaupt nicht deterministisch, sondern will uns eigentlich Schlüssel in die Hand geben, wie wir unser Leben sinnvoll, hilfreich, erleuchtend gestalten können. Und das ist das eigentliche Anliegen, denn ich werde euch noch ein bisschen mehr zu Karma erklären, das bin ich euch schon noch schuldig, aber das Anliegen ist wirklich, die Schlüssel in die Hand zu bekommen, um ins Gestalten zu gehen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Mahamudra-Unterweisung Sicht, Meditation, Aktion. Die 3 Säulen der Mahamudra-Praxis. Sicht ist eigentlich das Auflösen aller fixen Vorstellungen und in die Sicht zu finden dessen, was wir die Lehre, sich selbst befreiende Natur aller Erscheinungen nennen. Das ist die Sicht. Und die praktizieren wir in der Meditation, was zu einem ganz klaren, weiten Geist kommt, in dem alles aufsteigen kann. Das, was aufsteigt, nehmen wir wahr. Wir nehmen auch wahr, was vorangegangen ist und was darauf folgt. Das sind schon die ersten Ursache-Wirkungszusammenhänge, die wir wahrnehmen. Wir spüren, welche Assoziationsfelder aufhören. Das alles wird gespürt und immer wieder merken wir, diese Art der Haltung, die führt zu einem offeneren Geist, diese Art der Haltung führt zu Stress im System. Die Mahamudra-Meditation besteht darin, in ein natürliches, stressfreies Sein zu kommen in der Meditation. Die Meditation setzt sich dann im Handeln fort und folgt denselben Grundsätzen, dieselbe Sicht, mit demselben natürlichen, stressfreien Sein, ohne Ich-Bezogenheit ins Gestalten zu gehen. Und die Karma-Lehre ist die Lehre, also das sind die Unterweisungen, die uns das erhellen, welche Sichtweisen zu welchen Denkformen führen, welche Motivationen zu welchen Handlungen führen, also wie Impulse freigesetzt werden können, also wie bereits angelaufene Wirkungsketten noch sich befreien können und wie wir sinnvolle Wirkungen auslösen können, verstärken können, immer weiter nähren können, bis daraus tatsächlich ein immens heilsames Feld entsteht. Ja, das ist das Anliegen eigentlich der Lehre über Karma. Über das, was wir Ursachen und Bedingungen nennen, wo wir etwas beitragen können und wie wir ungewollte, nicht hilfreiche Auswirkungen abschwächen können und hilfreiche, gewollte, heilsame Auswirkungen verstärken können. Das ist das gezielte Umsetzen unseres Verständnisses von Ursache-Wirkungsbeziehungen. Und das tun wir immer im Bewusstsein dessen, dass jedes Lebewesen, dem wir begegnen, solch ein Wirkfeld ist. Das heißt, in diesem Wirkfeld wird durch die Interaktion zwischen uns werden Impulse gesetzt und wir empfangen Impulse und jeder Impuls, jedes Wort, jeder Satz, den wir sagen, jede Handlung, jede Situation, alles, was wir miteinander erleben, wirkt weiter. Ja, so wie Wellen, die weiterwirken und sich mit anderen Wellen kreuzen, zum Teil auslöschen, zum Teil verstärken. Und ja, so, wir können da ganz gut dieses Wellenbild benutzen. Okay, und das ist
Das ist deswegen auch, warum heilsames Wirken gar nicht so einfach ist, weil es geht nicht nur um uns im heilsamen Wirken, sondern es geht um alle, die uns umgeben. Heilsam bedeutet nicht einfach nur, dass es für uns gut ist, sondern dass es für alle von der Handlung Betroffenen möglichst viele positive, unterstützende Auswirkungen hat. Das ist so das Anliegen. Das war mir ein Anliegen, euch diesen Überblick über die Karma-Lehre zu geben, ohne besonders konkret jetzt zu werden, damit alles, was folgt, auf einen guten Boden fällt. Dass ihr nicht denkt, ihr müsstet euch gegen irgendwelchen übergriffigen Katechismen wehren oder ja, ihr müsstet irgendwie euch an irgendetwas anpassen, an ein System. Das sind nur Beobachtungen, die mit uns geteilt werden. Okay, jetzt machen wir eine Pause. Machen wir da unsere 20 Minuten plus. Um 25 nach 5 geht es weiter. Dann haben wir noch etwas mehr als eine halbe Stunde. Also, es geht dann gleich weiter. Ich sage es vor allen Dingen für die Zoom-Teilnehmenden. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Hast du es mir schon angestellt? Danke, ja. Mhm. Ich habe euch dieses Spiel schon angedeutet im Skript, aber ich habe keine Lust, das zu referieren, deswegen machen wir das gemeinsam. Es geht bei diesem und eventuell folgenden Sequenzen darum, das multidimensionale Denken zu üben. Also eindimensionales Denken im Karma ist diese vereinfachende Aussage, das getan, zum Beispiel da ein Geschenk gemacht zu haben, das hat die und die positiven Auswirkungen. Du hast dem Buddha eine Blume geschenkt, deswegen wirst du im nächsten Leben seine Schülerin werden. So, eindimensional, als ob nichts anderes passieren würde. Das führt zu dem. Okay? Jetzt nehmen wir uns mal eine etwas stärkere Handlung aus unserem Alltag und schauen mal, in welchen Bereichen die alles Auswirkungen hat. Wollt ihr mir einen Handlungsvorschlag machen, würdet ihr gerne wissen? Jetzt müsste die Kamera genutzt werden, weil es muss ja die Schrift gelesen werden kann. Na, was für eine Handlung wollen wir nehmen? Positive Handlung, nicht so positiv. Habt ihr einen Vorschlag? Zu klein. Ein Kind geboren, gehen wir ein bisschen einen Schritt vorne dran und sagen, die Entscheidung, als Paar zusammenzuleben. Dann haben wir eine super, also man kann das heiraten nennen, aber als Paar zusammenzuleben. Ja? Was da alles draus entstehen kann. Also, wir haben
die Liebeserklärung und das Ja, wir ziehen zusammen. Ja, also die Handlung ist eine geistige Handlung, okay? Die Entscheidung, nennen wir es mal platt, zu heiraten. Okay, wir gehen mal so mit den alten Zöpfen. Ja? Die Entscheidung zu heiraten. Okay. Und jetzt diese Entscheidung, die führt dazu, dass Worte ausgesprochen werden und Handlungen folgen. Okay? Jetzt ruft mir doch mal zu. Vielleicht kann mir jemand assistieren. Und während ich das ein bisschen sortiere, schreiben auf der Flipchart. Mag das jemand machen? Petra? Super. Du schreibst dann zu, in welchen Bereichen überall Auswirkungen stattfinden. Ja? Du schreibst das da untereinander weg, möglichst kurz, immer kleine Stichpunkte. Wo finden Auswirkungen statt? Wo finden die ersten Auswirkungen statt? Steuerklasse, Wohnen, möglichst größer schreiben. Bitte? Es hat große Auswirkungen auf die Ursprungsfamilie. Auswirkungen auf die Ursprungsfamilie, genau. Im Erleben der beiden Personen hat es Auswirkungen? Klar? Ja. Aha. Weiter. Hatten wir schon Wohnen? Mhm. Ich habe es gerade nicht gehört. Freundschaften, Auswirkungen auf die Freundschaften. Oxytocin- und Testosteronausschüttung, also hormonelle Veränderungen. Juristische Veränderungen, nicht nur die Steuerklasse. Erwartungen, genau. Erwartungen bei den Erwartungen, Pflichten, was noch? Pläne. Super, dass wir zu zweit sind, Petra. Flitterwochen und was da alles passieren kann. Was passiert denn da so? Flitterwochen und Konsequenzen, genau. Verantwortungen, Fehler, Ziele, Probleme, die man vorher nicht hatte, neue Probleme, Aktivitäten, Einschränkungen, Anpassungen, Eifersucht, Auseinandersetzungen. Genau, Erwartungen im Umfeld, ganz genau. Okay, Hochzeitsplanung. Identitätswandel, hast du gesagt Grundverständnis? Rollenverständnis. Ja, Missverständnis, genau. Gesellschaftliche Statusveränderung. Gemeinsame Ausrichtung. Blindspot. Aufdecker. Die blinden Flecken werden aufgedeckt oder zugedeckt. Co-Abhängigkeit klopft an.
Bitte, gemeinsames Glück. Ja, schreiben wir doch das auch mal auf. Ja, es gibt ja viel Schönes da zu entdecken, ne? Ha? Bereicherung, Zweisamkeit, Einsamkeit, Stress, Schlafgewohnheiten, Sex. Was hat denn Sex so für Folgen? Kinder oder auch nicht. Spirituelle Entwicklung wird beeinflusst. Lernen findet statt. Verlernen findet statt. Wachsen. Also das reicht nicht aus, um es aufzuschreiben. Wir sammeln jetzt gerade in, wo die Veränderung überall stattfindet. Auswirkungen um Auswirkungen. Schwiegermutter, Erben, Testamente. Okay. Gesundheit. Hier behauptet jemand erhöhtes Demenzrisiko oder Demenzprophylaxe. Ja. Bei Männern leicht erhöhtes Demenzrisiko. Ach, ja, okay. Also, ich danke euch fürs Mitspielen. Die Auswirkungen sind schier endlos. Es kann alle Bereiche beeinflussen. Es ist schwer, einen Bereich zu finden, der nicht beeinflusst wird. Danke, Petra. Ich setze mich jetzt mal wieder hin. Ihr dürft die Kamera dann auch umstellen. Ja, die dürft ihr drehen, genau. Bin ich jetzt hier wieder laut gestellt? Super. Wo beginnt die Handlung? In der Vorstellung von Zusammenziehen. Genau, wo beginnt die Vorstellung von Zusammenziehen? Auf der weiblichen Seite schon beim ersten Treffen vielleicht und beim Mann vielleicht. Auf der weiblichen Seite vielleicht beim ersten Treffen, beim Mann vielleicht später, vermutet hier eine Frau. Vielleicht schon in der Kindheit. Beim Beispiel der Eltern. Okay. Ihr merkt schon, diese Entscheidung zusammenzuziehen, hier platt ausgedrückt als heiraten, einfach weil das so ein Klischee ist, mit dem man gut arbeiten kann, diese Entscheidung, die hat eine Vorbereitung auf beiden Seiten. Viel Pro und Contra, Zögern, Vorbilder und so weiter, ja, Geschichte. Ob man überhaupt zusammenziehen will, ist für einige gar nicht aktuell, ja, ist gar kein unbedingter Wunsch, aber hier, okay. Diese Entscheidung wird dann irgendwann getroffen. Okay. Wann beginnen die Auswirkungen dieser Entscheidung? Wir nehmen mal an, es gibt den Moment, wo wir sagen, ja, wir ziehen zusammen. Die Auswirkungen beginnen sofort. Der unmittelbar darauf folgende
Geisteszustand ist die erste klare Auswirkung dieser Entscheidung. Okay? Das ist eine geistige Handlung, die sprachlich ausgedrückt wird. Und sie hat sofort Geisteszustände als Folge. Und das ist das wichtigste karmische Prinzip, was ihr jetzt mitnehmen könntet aus dieser Sequenz. Die Wirkungen, alle karmischen Wirkungen, beginnen sofort. Sofort. Weil sie einen Geisteszustand auslösen. Ein Gedanke bewirkt den Geisteszustand, der ihm folgt. Okay? Der Moment des Denkens und das, was darauf folgt, ist die erste Auswirkung. Wenn es diese erste Auswirkung nicht geben würde, gäbe es auch keine späteren Auswirkungen. Das ist ganz wichtig. Und alles, was ihr jetzt da aufgeschrieben habt, jeder Bereich, ihr könnt ihn für euch mal so durchgehen, jeder Bereich, zum Beispiel, wie sich unsere Gesundheit entwickelt, ob wir gesünder werden in der Beziehung oder kränker werden, ja, welche Aufs und Abs wir erleben, alles sind fortgesetzte Wirkungsketten, wie wir aufeinander wirken und wie das dann, was für Auswirkungen das hat. Stellen wir uns mal vor, die ziehen gar nicht zusammen, es ist nur die Entscheidung, es passiert sonst nichts. Die eine Person kann in der Nacht darauf vielleicht nicht schlafen. Ja? Die andere schläft selig und glücklich. Was auch immer. Wir können verschiedene Auswirkungen und das fängt in dem Moment an, eine Entscheidung, ein geistiger Impuls wird gesetzt und hat sofortige Auswirkungen. Die Wellen gehen dann weiter in unseren psychovegetativen Organismus hinein und bewirken etwas. Und dann ist es so, dass diese Wellen, wenn es bloß das Einmalige wäre, dann könnten diese Wellen sich allem anderen, was wir so erleben, mitteilen. Aber diese Entscheidung, zusammenzuziehen, die wird ja wiederholt. Die wiederholt sich ja. Das ist ja ein Gedanke, der wiederkommt, der dann zu weiteren Handlungen führt. Ja, also da es sich um eine Entscheidung handelt, die dann umgesetzt wird, wird sie immer wieder wiederholt. Wir haben jetzt aufgeschrieben, wir verstehen uns als Paar. Dieses Paarverständnis, was auch immer da bei uns los ist, wird immer weiter kultiviert. Das heißt, die Auswirkungen solch einer Entscheidung, die müssen zusammengesehen werden mit einem Prozess, der immer wieder diese Entscheidung, diesen Gedankengang, dieses Bild auffrischt. Und jedes Mal wird wieder eine kleine Welle ausgelöst. Jedes Mal, wenn ich bewusst oder unbewusst in diese Richtung gehe, mich als Paar zu verstehen, wird wieder etwas angeregt. Das wird aber nicht jedes Mal gleich angeregt, weil in der Zwischenzeit passiert ja etwas. Das heißt, die erste Entscheidung zusammenzuziehen, das war vielleicht Begeisterung. Nehmen wir mal an. Ja, dann, nachdem ein Jahr zusammen wohnt, ist es nicht mehr bloße Begeisterung. Oh, wir gehören zusammen. Ja, wir sollten alles dran setzen, das jetzt gut hinzukriegen. Ja, das ist ein anderes daran denken, dass ich ja verheiratet bin und das fortsetze. Das heißt, obwohl wir quasi, man könnte denken, denselben Gedanken haben, wir gehören zueinander, wir wohnen zusammen, wir sind ein Paar und so kann das, was dahinter wirkt, die Erfahrungen da hineinwirken in diesen Gedanken, können diesen selben Gedankengang anders wirken lassen. Das, was zuerst als eine Befreiung und eine super Idee empfunden wurde, kann
kann nach 10, 20 Jahren schon als Gefängnis erlebt werden. Weil da zwischendurch etwas passiert. Also ein einzelner Gedanke, dem keine Umsetzung folgt, so ein Entschluss, dem aber keine Umsetzung folgen würde, weil er nicht wiedergedacht wird, hätte deutlich weniger Auswirkungen. Aber wenn er wiederholt wird, geht das ganze Geschehen tiefer. Und es hat immer mehr Auswirkungen. Es werden immer mehr Freunde davon erreicht, die Familie kriegt immer mehr die Auswirkungen zu spüren. Irgendwann muss die Steuerklasse wirklich geändert werden und tatsächlich muss eine Wohnung gefunden werden und. Es hat Auswirkungen auf andere. Dieser Wohnraum ist futsch für andere, die wohnen und die auch Wohnungen suchen. Und also es hat multiple Auswirkungen. Irgendwann ist der Kita-Platz beansprucht und so weiter. Also, was wichtig ist da dieses Prinzip zu verstehen, einmalig ist schon stark, hat schon starke Auswirkungen. Wiederholt wird es immer stärker, aber die Wiederholung bedeutet nicht, dass immer dasselbe wiederholt wird. Nehmen wir das Bodhisattva-Versprechen. Ihr habt vielleicht einmal voller Hingabe und Inspiration das Bodhisattva-Versprechen abgelegt, zum Wohle aller Lebewesen das Erwachen zu erlangen, die Paramitas zu praktizieren und die heilsame Kraft dieser Praxis mit allen zu teilen. Und das ist ein unglaublich starker Entschluss. Und wenn der täglich erneuert wird, gewinnt der weiter an Kraft. Und die transformierende Kraft auf unseren Geistesstrom nimmt zu. Es kann aber sein, dass in uns, ohne dass wir es zu Anfang so gemerkt haben, irgendetwas, das als wie eine Über-Ich-Befehlsstimme versteht und innere Rebellion startet. Ich will aber nicht immer für andere da sein, ich will auch für mich sorgen. Und dieses Bodhisattva-Versprechen, was zu Anfang die ersten Monate so wunderbar inspirierend war, wird plötzlich, es wird mit gemischten Gefühlen rezitiert und ich weiß gar nicht, ob ich das will und was hat man denn mit mir damals gemacht und denkt nicht, dass dieses Versprechen dann noch dieselben karmischen Auswirkungen hätte. Wenn man so einen Entschluss, mit allen Lebewesen gemeinsam unterwegs zu sein, nicht nur eine Person zu heiraten, sondern alle Lebewesen, wenn wir das beginnen in Zweifel zu ziehen und nicht mehr so dahinter stehen, dann ist die Kraft dieses Entschlusses nicht mehr dieselbe ungeschmälert heilsame Kraft. Versteht ihr? Also es ist nicht einfach bloß, dass wir immer noch dieselben Worte rezitieren, sondern wo unser Herz ist, während wir diese Worte sprechen, die zu unserem täglichen Gebet Sangye Chödan dazugehören. Die erste und zweite Zeile sind die Zuflucht und die dritte und vierte Zeile sind ja das Bodhisattva-Versprechen. Und je nachdem, wie wir da innerlich unterwegs sind, hat es andere Auswirkungen. Okay? Es kann den Clinch erhöhen, es kann wieder Freude freisetzen. Okay, also auch da äußeres selbe Verhalten. Wir haben ja vorhin alle so geschmunzelt, ne? Wir haben so der Entschluss zu heiraten, wurde so einfach mal plakativ in den Raum gestellt. Und dann kam ja aufgrund eures Spiels hier, kamen so ganz unterschiedliche Impulse an, was man da so denken könnte. Das zeigt ja, wie derselbe Entschluss in jedem Geistesstrom anders erlebt wird. Und das alles wird berücksichtigt, wenn wir schauen wollen, was sind denn nun die Auswirkungen von diesem oder jenem Handeln, dann müssen wir in all diesen Bereichen, und es gibt noch viele mehr, als das, was wir aufgeschrieben haben, in allen Bereichen unseres Seins hat so etwas Wesentliches Auswirkungen. Zum Beispiel, ich habe geheiratet und dann sind Irene und ich ja Mönch und Nonne, also Nonne und Mönch geworden und das hat ja dann auch wieder irre Auswirkungen gehabt. Und, die ganze Geschichte, also das
Das sind ja unglaubliche Wellen, die da ausgelöst werden, und man kann nicht sagen, was das per se Heilsame ist, sondern immer, es ist heilsam in Bezug auf seine Auswirkungen. Folgt ihr mir? Wir würden sagen, das war ein guter Entschluss, dass ihr zusammengezogen seid und euch sozusagen als Paar engagiert habt. Das war ein heilsamer Entschluss, weil eure spirituelle Entwicklung hat sich gut entwickelt, eure Gesundheit hat sich verbessert, ja, und so weiter. Ihr würdet das alles durchgehen und sagen, ja, ihr habt sogar gelernt, mit Herausforderungen besser umzugehen und. Da würde man sagen, das war ein guter Entschluss. Ja, jetzt aber die Liste durchgeht und sagen muss, also seitdem ihr euch das versprochen habt, ja, Gesundheit bach ab, schlechtere Steuerklasse, Freunde sind abgesprungen, ja, Wohnung habt ihr auch keine gefunden, und ja, also so, oh, nur noch Probleme, ja, nur noch Stress, ja, ist es noch ein heilsamer Entschluss, oder habt ihr eigentlich da einen Schritt gemacht, der sich als gar nicht so positiv entscheidet? Ihr streitet euch nur noch, ihr seid sogar handgreiflich geworden miteinander. Oh, ja, vielleicht steht jetzt eher mal an, die nächste heilsame Entscheidung zu treffen, sich zu trennen. Ja, dann ist plötzlich der Entschluss, sich zu trennen. Gesundheit wird besser, Steuerklasse wird besser, Wohnraum ist leichter zu finden, Freunde kommen wieder zurück. Ja, so. Ja, und plötzlich merkt man, oh, das ist ja eine heilsame Entscheidung. Ja, mein Geist wird weiter, ich kann wieder atmen, der Schlaf wird besser. Ja, ich mache das jetzt extra so, ja, das so ein bisschen, dass man sagen kann, oh, es ist nicht in diesem Denkprozess selbst, der zu dieser Entscheidung geführt hat, ist nicht per se etwas Heilsames oder nicht Heilsames. Es ist nicht per se drin. Es kann die blödeste Entscheidung überhaupt sein, diesen Schritt zu gehen, und es kann sich als super heilsam erweisen. Das ist nicht in der Entscheidung drin. Das ist drin, diese Entscheidung in diesem Kontext, bei diesen Menschen, mit diesen gesellschaftlichen Bedingungen, in diesem Umfeld, da ist das eine heilsame Entscheidung, es so anzugehen. Das kann man immer erst im Nachhinein beurteilen, ob es tatsächlich so ist. Jetzt gibt es Parameter, wie man ein wenig spüren kann, ob eine Entscheidung, die wir treffen, oder eine Handlung, die wir beabsichtigen oder ausführen, ob die vermutlich zu den Heilsamen gehört. Wenn ich überlege, welchen Weg ich gehe in den verschiedenen Projekten, welche Entscheidungen anstehen, auch in meinem Privatleben und so, dann teste ich das, und ich denke, das machen viele von euch, am eigenen Körper. Ich teste das mit der körperlichen Resonanz. Okay? Wenn ich lang genug warte, und das ist wie so ein Spielen um die möglichen Entscheidungsoptionen herum, die Optionen tauchen in meinem Bewusstsein auf, und dann gibt es häufiger dann den Punkt, dass eine Option, wenn die in meinem Geist auftaucht, da geht so eine Entspannung durch den Organismus. Da klärt sich mein Geist, da spüre ich, wenn ich so angehe, da habe ich Zugang zum inneren Selbstvertrauen, diese Entscheidung ist nicht aus Angst geboren, ja, so. Und das ist das erste Anzeichen. Also bevor die Handlung noch umgesetzt wird, beim Austesten der Handlungsoption, merken wir, dass der Geist klar wird, dass sich in uns etwas, so wie man sagt ja, so in die Mitte rutscht, zentriert so, oder weitet, und dass die körperliche Resonanz mir sagt, also von allen Optionen, die ich durchgespielt habe, da habe ich die höchste positive Resonanz. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Das muss nicht so sein. Manchmal sind auch Entscheidungen, bei denen sich noch etwas zusammenzieht in uns, können auch gute Entscheidungen sein. Es ist nicht ein absolutes Kriterium, weil manchmal braucht es für etwas, das ist wie man muss eine Hürde überwinden und dann spüren wir vielleicht noch nicht die Erleichterung, wenn wir uns das so vorstellen, weil wir noch vor der Hürde sind. Dann ist es wichtig, sich vorzustellen, wie sich das anfühlen würde, wenn wir diese Hürde genommen haben, die klar schwierig ist. Wie sieht es dann aus, wenn ich das Leben dann so führe, so, was spüre ich dann? Also ich teste das dann in meiner inneren Vorstellung, auch mit der körperlichen Resonanz, aber ich lasse mich nicht täuschen durch die Aussicht auf das unmittelbare Erleben. Zum Beispiel etwas Unangenehmes ansprechen zu müssen. Oder zu jemandem hinzugehen und mich für ein Verhalten zu entschuldigen oder so etwas. Ja? Das ist ja erstmal ein Angang, aber zu spüren, dass wir dann uns wieder so in die Augen schauen können, dass vielleicht dann Verständnis entsteht oder zumindest eine Klärung. Und bei diesem, ja, da geht's lang und da kommt dann erst die positive Resonanz. Okay? Also heilsames Karma ist nicht etwas, was im Gedanken, im Gefühl, in der Vision, im Projekt, in der Handlung als Merkmal dieses Denkens und Handelns angelegt wäre. Also es ist kein integraler Teil, sondern es ist extrem kontextabhängig. Diese kontextabhängige Qualität der Handlung, die beschreibt der Buddha sehr schön in den Jataka-Tales, in den Geschichten aus seinem früheren Leben, als er zum Beispiel Kapitän an Bord eines Segelschiffs war und er merkt, da ist einer drunter, der will alle 500 anderen umbringen und er entscheidet sich dann, weil er keine andere Chance hat, den einen zu töten. Eine kontextabhängige Entscheidung, ein Leben von einem Mörder mit Mordabsichten zu opfern, um 500 zu retten. Ja, ist so eine typische Geschichte, womit der Buddha, als er die Geschichte erzählte, dieses Kontextabhängige klar machen wollte. Ja? Und so gibt es immer wieder die berühmte Geschichte, wo er sich der hungrigen Tigerin in dem Loch mit ihren Jungen zum Fraß vorgeworfen hat und das in dem Zusammenhang dann die Lösung gebracht hat. Und es gibt immer wieder so Geschichten, wo dieses Kontextabhängige klar gemacht wird. Die braucht ihr nicht zu lesen. Die Botschaft ist ja leicht zu verstehen. Aber das macht Karma so subtil. Um eine Handlung zu beurteilen, müssen wir eigentlich den Geisteszustand kennen, in dem die Handlung ausgeführt würde, also die Motivation, die Sicht und den möglichst umfassenden Kontext, in dem diese Handlung ausgeführt wird. Wir können uns nicht nur auf das einschränken, was man uns als bloße Handlung beschreibt. Das geht nicht. Okay? Damit sind wir schon ein ganzes Stück weiter im Verständnis von dem, was Karma genannt wird. Jetzt gebe ich mal ein Schlussbeispiel. Wir wissen alle aus unserer Erfahrung, wenn du Entscheidungen zu heiraten bloß wegen der Steuerklasse gefällt wird, dass es meistens nicht so gut rauskommt. Es sei denn, wir entdecken, obwohl es nur so eine banale Entscheidung war, wie zum Beispiel, dass jemand ein Visum bekommt, um in Deutschland zu leben, eine Scheinheirat und dann verlieben sie sich doch.
Ja, gibt es ja. Also erstmal war es einfach nur ein Entgegenkommen und dann entsteht doch etwas. Aber normalerweise sind solche Beweggründe für eine solche Entscheidung nicht sehr zukunftsweisend, wollen wir mal so sagen. Wenn die Beweggründe sind, zum Beispiel ein Paar kommt zusammen und sagt, doch, wir wollen miteinander lernen und wir merken, also ich könnte noch lange suchen, also ich möchte mit dir das Leben leben und mit dir zusammen reifen und es ist nicht mehr diese naive Verliebtheit und so denken wir, ja, da ist schon relativ viel Reife drin, das hat eine Chance, ja, da kann etwas entstehen, da ist Zuneigung plus Weisheit, dass es um einen gewaltigen Reifungsprozess miteinander geht. Und das hat eine Chance. Es hat eine Chance, länger zu halten, als wenn ich nur naiv unterwegs bin. Und so kann man jede Entscheidung muss man immer wieder tiefer, jeden Gedankengang tiefer anschauen. Jedes Wort, jeder Satz, der gesagt wird, hat so viele Nuancen. Wenn wir die sehr umfassend kennen, dann können wir Prognosen wagen, wie sich dieser Geistesstrom, dieser Mensch entwickeln wird. Ja? Wir können zum Beispiel bei der letzten Variante sagen, ja, dieser Mensch wird mit dieser Motivation gestartet, wird alles versuchen, was er kann, um in dieser Beziehung zu reifen und wird vermutlich auch die Kraft haben zu sagen, und jetzt, wenn es nicht geht, dann trennen wir uns und dann geht der Lernprozess woanders weiter. Wir können es wagen, das so zu sagen. Und wir können solche Prognosen nur stellen, wenn wir wirklich ziemlich tief wissen, was in diesem Geistesstrom tatsächlich für Kräfte aktiv sind. Nur dann können wir eigentlich die Entwicklungslinien abschätzen. Und das wäre ja das Vorausblicken in die Zukunft, welche karmische Entwicklung nimmt denn so ein Geistesstrom? Ja, was ist denn so die Gesamtsumme der Motivationen und ja, so der möglichen Lernprozesse? Wie stark hat so jemand jetzt schon Zugang zu seinen inneren Ressourcen? Und wie viele Hindernisse können dank dieses Zugangs überwunden werden und so? Dann kann man so ein Gefühl haben dafür, ja, okay, in die Richtung könnte es gehen. Morgen schauen wir uns das ein bisschen mehr im Detail an. Dann öffne ich mal den Gampopa und so, dann gucken wir uns das mal so an, wie das dann so einfach strukturiert rüberkommt. Okay. Lasst uns gemeinsam widmen. Sunam de tamje singpani topne nimpendanam pamjene kinga nachim balam tumpaye sipet solen jawan jawasho Jampem babun jita kempadang kundu zampo de yang de shinta Denda kunjin jesu da lomching gewan denda tamjeram tumu Sangye kusum nempenjin lamdan chani minjudem penjin lamdan Gende menjen benjen lamji jindang owaman lam jompai. Bleibt noch einen Moment dabei, auch ihr Zoom-Teilnehmenden. Ich habe das noch nicht so explizit angekündigt. Ihr habt ja den Wochenplan gesehen. Wir haben am Samstagvormittag von 10 bis 13 Uhr haben wir ja diese Sonderveranstaltung mit Stephen Fulda. Das wollte ich nochmal gesagt haben.
Die wird auch per Zoom übertragen. Das wird auf Englisch stattfinden. Das ist dieser Vipassana-Lehrer aus Israel, der persönlich Amon Dzogchen auch praktiziert und 80 Jahre alt. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Er lebt seit 50 Jahren mit seiner Frau zusammen, hat die Hände in der Erde, sind Selbstversorger im Norden Israels und ist verantwortlich für den Aufbau der Vipassana-Bewegung in Israel und hat 30 Jahre Friedensarbeit mit den Palästinensern gemacht und er weiß, dass wir ihm dann viele Fragen stellen werden und er wird mit uns auch meditieren und ja, auf unsere Fragen antworten und uns ein bisschen Einblicke geben in die Dharma-Praxis in Kriegszeiten. Das ist auch so ungefähr der Titel seines letzten Buches, was er geschrieben hat. Er ist mehrfacher Buchautor und wollte ich euch nur sagen, können alle daran teilnehmen. Ihr dürft auch Freunde einladen, die sich auf Zoom dazuschalten. Das ist noch so ein kleines Extra, was wir in diesen Kurs einfügen. Und der wird dann nächstes Jahr eine Woche in den grünen Baum kommen. Im unmittelbaren Anschluss an unsere Kurswoche hier in Titisee wird er eine Woche mit uns arbeiten und lehren im grünen Baum. So ist das geplant. Habe ich jetzt gerade April gesagt? Nee, im August. Ja. Derselbe Zoom-Link, läuft über denselben Zoom-Link. Und am Donnerstag ist wie üblich das Förderkreistreffen hier im Saal um 3 Uhr. Ich werde dann über den Stand der Kernsanierung informieren und was es noch zu machen gibt und ja, also wie sich Ekayana entwickelt, euch auf den neuesten Stand bringen und mit euch Ideen diskutieren, euch zur Stiftung informieren und all das. Und ja, ich glaube, das war's. Irgendwo habe ich zwischendrin noch ein Treffen mit Gelek in Brasilien, aber ich glaube, das kriege ich unter, während der Heiko Meditation anleitet. Ich glaube, so war das. Okay. Gut. Ja, Johannes? Ob es eine deutsche Übersetzung gibt am Samstag. Wir hatten uns ein bisschen drum gekümmert, aber wir hatten niemanden gefunden bis jetzt. Oder gibt es? Antje? Du kannst es versuchen? Super. Also Antje wäre für die Deutschen dann da und wir würden dann den englischen Kanal für die Deutschen freischalten. So ungefähr würden wir es machen. Ne? Weil der Hauptkanal ist dann für die englische Sprache. Das Original hören dann in Englisch? Ja, wir machen das dann, wir sprechen noch, wie wir das technisch machen, aber ihr werdet Steven im Original auf Englisch hören. Wir werden auf Englisch mit ihm sprechen. Und übrigens das Paar, was bei uns war letztes Jahr, Michali und Jael, das Kind ist geboren, sie leben jetzt in Berlin. Und Michali wird sich bei uns im Institut etwas engagieren für die englischsprachige Seite. Und Jael ist sowieso ein begehrter Dharma-Lehrer und die beginnen in Berlin jetzt eine Aktivität. Und Tomek, der auch dabei saß, der hilft ihnen dabei. Der hat ihnen die Wohnung gefunden und so weiter. Die sind alle sicher durch die Wirren gekommen. Ja. Okay. Das war's, glaube ich, für heute. Da ist noch eine Hand oben von Barbara. War das noch was? Barbara, bleib mal noch da wach. Wir haben eben kurz deine erhobene Hand aufblitzen sehen. Der Tobias guckt, da schreibt sie was.
Barbara bietet sich an, sie kann Englisch-Deutsch übersetzen, wenn Steven da ist. Das ist ein super Angebot, Barbara. Ich weiß, was du für eine geübte Übersetzerin bist. Ich glaube, da Antje nickt und das wäre super. Okay.